Dieser Mann hat erfahren müssen, welche Macht Erinnerungen haben können. Erinnerungen, die sich dem Bewusstsein entziehen. Heute ist es für Walter Schmischke eine ganz normale Fahrt zum Arbeitsort. Doch vor 3,5 Jahren begann hier an dieser Stelle eine Reise in den Horror. Ich habe das Schlüsselbein gebrochen gehabt, das rechte Schulterblatt 3-mal, 9 Rippen, die 2 unteren sogar 2-mal gebrochen und dann ist auch die rechte Lungenseite perforiert worden. Ich habe dann eine Zeit lang erstmal nur mit links gejapst. Was ihm damals als Motorradfahrer passiert, weiß Walter Schmischke nur aus dem Polizeibericht. Ja, heute bin ich mit dem Auto unterwegs, aber vor der Zeit war ich mit dem Motorrad unterwegs. Damals verläuft die Fahrt erst gut. Doch dann schneidet dem Motorradfahrer ein LKW von der Nebenspur den Weg ab. Und hier kam er abrupt rechts rüber. Da bin ich dann hingeflogen. Und das Motorrad hat sich einmal in der Luft gedreht. So hat man es mir hinterher erzählt. Seine bewusste Erinnerung an damals ist ausgelöscht. Und doch haben sich die traumatischen Eindrücke des Unfalls über die Nervenimpulse tief in das Gedächtnis eingeprägt. Mit Folgen für die Gesundheit. In dem Maße, wie meine körperlichen Beschwerden, Schmerzen nachließen, hatte ich immer weniger vernünftige Erklärung dafür, warum ich nachts so schlecht schlief, hochgeschreckt bin, nicht weiter schlafen konnte, tagsüber völlig zerschlagen und müde mich gefühlt habe. Und je länger das andauerte, desto beunruhigter war ich, weil mir kein Arzt sagen konnte, womit das zusammenhing. Neben der Schlaflosigkeit treten damals auch Angstzustände und Panikattacken auf. Als Erinnerungsstück an den Unfall ist ihm dieser Helm geblieben. Der Körper ist langsam genesen, das Problem steckt nun in seinem Kopf. Sein Gehirn konnte die vielen zeitgleichen Eindrücke während des Unfalls nicht verarbeiten und bewusst zuordnen. Dennoch wurden diese Informationen ungefiltert ins Langzeitgedächtnis übertragen und dort abgespeichert. Und hier flackern sie als unbewusste Ängste und Belastungen immer wieder auf. Man wird verunsichert dadurch. Man weiß ja nicht, was ist da gerade mit einem geschehen. Das ist kein schönes Gefühl. Wie ein Unfalltrauma zu bewältigen ist, dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine Pille, die das Vergessen erleichtert, jedoch nicht. Schließlich sind unsere Erinnerungen Teil unserer Persönlichkeit. Walter Schmischke muss also selbst einen Weg finden. Die Lösung, seine Erinnerungen zu bearbeiten, bietet eine verblüffend einfach wirkende Methode namens EMDR-Therapie. Der Mediziner und Psychotherapeut Arne Hofmann hat sie in Deutschland etabliert. Sie basiert darauf, dass der Patient die Augen wie im Tiefschlaf hin und her bewegt. In dieser sogenannten REM-Phase verarbeiten wir unsere Erlebnisse. Durch schnelle Augenbewegungen funktioniert das auch ohne Schlaf. Das Gehirn sortiert nachts unsere Eindrücke. Erschreckende oder auch plötzlich auftretende, außergewöhnliche, die wir nicht richtig verarbeitet haben. Auch verschüttete Erinnerungen wie die an einen Unfall treten zutage und können durch die Augenbewegungen auf noch ungeklärte Weise wachgerufen und bearbeitet werden. Es geht um einen Selbstheilungsmechanismus und ich gucke immer nur, dass es zurückführt zu dem Netz, wo wir vermuten, dass da das Problem sitzt. Und siehe da, in den meisten Fällen löst sich das Problem, auch auf der körperlichen, der Empfindungsebene. Wenn Sie das eine Reihe von Malen gemacht haben, das ist schneller als die meisten therapeutischen Bemühungen, die wir sonst anbieten können. Simple Augenbewegungen, gekoppelt mit einem begleitenden Therapeutengespräch, das an den Unfall erinnert. Eine verblüffend einfache, aber effektive Methode. Für Walter Schmischke ist sie schon nach gut 10 Sitzungen beendet. Das war dann auch der Weg über wenige Wochen, wo es mir also schrittweise deutlich besser ging. Und wo ich heute sagen kann, ich bin wieder in vergleichbaren Zustand wie vor dem Unfall, mir geht's wieder gut. Die Macht der belastenden Erinnerung. Walter Schmischke konnte sie überwinden.
Ja, ziemlich heftiges Thema, aber auch ein sehr wichtiges, wie wir finden. Wenn ihr von euren Erfahrungen berichten wollt oder was das bei euch ausgelöst hat, dann macht das zum Beispiel einfach in den Kommentaren. Und wenn ihr erstmal was anderes sehen wollt, hier gibt es noch 2 Videos. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann noch gerne hier abonnieren und nicht die Glocke vergessen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt.